Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir bauen uns heute für diese Apfelsaftpackungen eine schöne Box, damit das schwabbelige Ding hier gehalten wird. Viel Spaß! Jetzt müssen wir ein paar Minuten fräsen. Da zeichnen wir jetzt erstmal alles an. So, wir haben mittlerweile den nächsten Tag und ich habe gerade gemerkt, ich habe die Nut durchgefräst. Naja, was soll ich jetzt machen? Muss jetzt damit leben. Die hätte eigentlich nur bis hierhin sollen, die Nut, und nicht durch. Na gut, ich werde jetzt weiter fräsen. Hier fehlt noch so einen halben Millimeter, den werde ich allerdings nur bis hierhin fräsen. Und das restliche, entweder ich lasse es so oder ich kitte es später vielleicht zu, vielleicht geht da irgendwas. Genau. Machen wir jetzt erstmal weiter. Ich muss das Ganze jetzt einmal hier an dem Strich abtrennen und da benutze ich jetzt die Dekupiersäge, die hat ein extra dünnes Blatt und nicht die Tischkreissäge, weil ein Tischkreissägenblatt hat zum Beispiel 3 mm und dann würden mir hier 3 mm von der Höhe fehlen. Das ist ganz dünn und da fehlt mir dann eigentlich gar nichts mehr. So, jetzt sind alle Teile fertig. Das sind die zwei Seitenteile. Die sind jetzt auch alle schon geschliffen, Ecken abgerundet, damit da dann später nichts passiert. Das ist die Front. Das sind die Bodenteile, beziehungsweise das ist der Boden, das ist der Deckel. Und warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Ich habe die Rückwand vergessen. Die habe ich jetzt aber allerdings noch schnell gemacht. Denn ich habe hier das ganze Set, das habe ich schon bekommen. Das war schon zusammengebaut. Als Vorlage, allerdings ist das krumm und schief gewesen und hat nicht ganz gepasst von den Maßen. Und genau, und da habe ich mir jetzt einfach die zwei Teile rausgeschraubt, habe die noch kurz zugeschnitten und dann passen die jetzt, kann ich die nämlich wiederverwenden. So, und jetzt müssen wir nur alles zusammenleimen. Ach ja, ich habe ja die Nuten durchgefräst und zwar habe ich die jetzt gekittet. Das sieht jetzt das Ganze so aus, hier ist halt das obere ganze Stück weggebrochen, weil das so schmal war. Habe ich alles gekittet, da habe ich Stellen hier unten noch und diese Astlöcher habe ich noch gekittet. Genau, passt jetzt.
Ja, hier ist jetzt diese Box. Ich habe jetzt noch 2 Sachen dazugefügt, die sind mir nämlich beim Bauen gerade aufgefallen. Einmal habe ich das Ganze schon natürlich getestet und hier vorne habe ich eine Aussparung gemacht. Das hängt dann einfach mit dem zusammen, das zeige ich euch dann gleich noch. Und oben drinnen, wenn man den Deckel aufmacht, habe ich hier vorne, das kann man auch rausziehen, hier vorne noch eine Leiste dran gemacht. Das hat den Vorteil, wenn die da drinnen ist, weil wenn die nicht, wo die nicht drin war, hat sich das hier vorne auseinandergezogen und dann hat das Ding nicht mehr reingepasst, genau. Und es hat halt gewackelt. Deswegen habe ich jetzt hier vorne die noch reingemacht, dann hält es. Ja, dann ist es diese Vorderwand, die ist fest drinnen. Die kann man jetzt hier oben reinstecken, einfach so. Das ist der Deckel, der kommt von hinten so reingeschoben. Beziehungsweise der andersrum. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren, dass das noch flüssiger läuft. Das passt noch nicht. So. Und vielleicht mache ich mir hinten noch so einen Henkel dran, damit ich das abziehen kann, weil ihr seht, das geht nicht so einfach raus. Du musst hier vorne mit dem Fingernagel rein oder erst die Wand raus und dann das. Da mache ich mir noch was hin. Gleich vorneweg, wenn ihr einen Bauplan davon wollt, wenn ihr das nachbauen wollt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Dann kann ich euch dazu einen Bauplan erstellen und dann könnt ihr euch das ganze Ding nachbauen. Genau. So, dann testen wir das natürlich erstmal, beziehungsweise ich zeige es euch, ich weiß, dass es funktioniert. Die Front kommt ab, der Deckel kommt ab. Und jetzt haben wir hier unseren Apfelsaft. Den nehmen wir. Und jetzt ist halt Problem, dass diese Stange drin ist. Wenn die nicht wäre, könnte man das ganz einfach reinmachen. Ja, aber das Problem ist halt, dass es sonst hier vorne auseinander geht. Aber es geht trotzdem. Ich mache den jetzt von oben so rein. Schau, dass der hinten auch reinkommt. Und dann sitzt es schon. Natürlich kann man das ganze Ding ein Stück größer bauen. Ich habe mich jetzt aber an die Vorlage gehalten. Und das soll ja schließlich nicht wackeln hier drin. Dann kommt das untere. Und da ist es wichtig, dass ihr dieses Brett hier, das muss so dick sein, wie dieser Verschluss ist. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Auf jeden Fall, das Brett ist so dick wie dieser Verschluss hier. Und dann kann man das so reinmachen. Dann kommt die Front dran. Dann muss man das hier ein bisschen reindrücken. Die passt nämlich jetzt auch genau da drauf. So. Und dann noch der Deckel drauf. Fertig. So, jetzt befüllen wir mal ein Glas. Das habe ich übrigens noch nicht getestet. Das ist das erste Mal. Ich hoffe auch, das funktioniert gleich, weil nochmal möchte ich es nicht drehen. Das Glas kann man jetzt hier unten drunter stellen. Das ist extra so hoch, dass Gläser unten drunter passen, damit man das nicht an der Kante ist und dass man dann so kippen muss. Das ist nämlich dann so. Deswegen auch hier dieser Ausschnitt, damit der Hahn da vorbei passt. Also ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt schauen wir mal. Perfekt. Prost. Nee, Spaß. Ein Fakt über mich, ich trinke nichts anderes außer Leitungswasser. Genau, das war das Projekt jetzt. Hat super viel Spaß gemacht. Ich werde das Ganze jetzt nochmal bauen. Allerdings muss ich erst das Video schneiden und dann wird das Ganze gebaut. Das heißt, es dauert jetzt nochmal ein bisschen. Ich freue mich wieder, wenn euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, wenn ihr eine Bauanleitung braucht, dann einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde euch dann eine erstellen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.